Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute erklären wir, warum Deutsche immer planen. Hast du heute Abend schon was vor? Ja? Spontan ein Bier trinken gehen? Vergiss es. Nicht in diesem Land. Wenn du in Deutschland einen Freund treffen willst und ihn heute anrufst, ohne Vorwarnung, ohne Termin, dann wird er dich behandeln wie einen Verrückten. Er wird nicht sagen, klar, komm rum. Er wird seinen Kalender zücken, 3 Minuten lang schweigen, während er durch digitale Seiten blättert und dann mit Grabesstimme sagen, du, heute ist ganz schlecht. Aber am 14. November um 18:30 Uhr hätte ich ein Fenster von 45 Minuten. Sollen wir das festmachen? Ich schicke dir die Kalendereinladung direkt rüber. Willkommen bei einer neuen Folge von Deutschblitz Podcasts. Mein Name ist Lukas und heute reden wir über das deutsche Heiligtum, den Plan. Warum planen wir alles? Warum buchen wir unseren Sommerurlaub für das übernächste Jahr? Heute. Warum haben deutsche Kinder schon mit 5 Jahren einen Terminkalender, der aussieht wie der eines DAX-Vorstands? Wir schauen uns heute den Schock an, den Expats erleben, wenn sie versuchen, in Deutschland spontan zu sein. Haben Deutsche Angst vor der Zukunft oder lieben sie einfach nur den Geruch von frisch bedruckten Excel-Tabellen am Morgen? Legt eure Planer bereit, stellt eure Uhren nach der Atomzeit, wir fangen an. Pünktlich, versteht sich. In vielen Ländern ist Spontaneität eine Tugend. Man lässt sich treiben, man schaut, was der Tag bringt, man folgt seinem Herzen. In Deutschland ist das anders. In Deutschland ist sich treiben lassen kein Lebensstil. Es ist ein Notfall. Wer sich treiben lässt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und wahrscheinlich auch für den Brandschutz. In einem Land, in dem alles, vom Maschendrahtzaun bis zur Entsorgung von Batterien, streng geregelt ist, wirkt ein Mensch ohne Plan wie ein brennender Komet, der auf das deutsche Ordnungssystem zurast. Für einen Deutschen ist ein Tag ohne Struktur ein verlorener Tag. Wenn wir morgens aufstehen, wollen wir wissen, was um 14:15 Uhr passiert. Und wehe, das Schicksal hat andere Pläne. Wenn ein Termin ausfällt, gerät der Deutsche in eine existenzielle Krise. Er bekommt Schweißausbrüche. Er weiß nicht, was er mit dieser ungeplanten Zeit anfangen soll. Es ist, als würde man einem Fisch plötzlich das Wasser wegnehmen. Zeit ohne Plan ist für uns wie ein schwarzes Loch. Es macht uns Angst. Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ich habe mal einen deutschen Kollegen gefragt, du, sag mal, was machst du eigentlich am Wochenende? Wollen wir vielleicht kurz was essen gehen? Er hat mir eine PDF geschickt. Eine PDF. Wisst ihr, was in dieser PDF stand? Es war ein 5-seitiges Dokument. Titel: Freizeitgestaltung für das Wochenende KW 34. Darin standen die geplante Wanderroute inklusive Höhenprofil und Windwahrscheinlichkeit. Es gab eine Tabelle für die Kalorienanzahl des Picknicks, getrennt nach Kohlenhydraten und Proteinen. Und es gab die exakten GPS-Koordinaten für die Parkbank, auf der er um 12:05 Uhr seine Thermoskanne öffnen wollte. 12:05 Uhr, nicht 12:10 Uhr. Das ist kein Witz. Das ist Deutschland. Wir planen nicht, weil wir müssen. Wir planen, weil Planung die einzige Waffe gegen das Chaos des Universums ist. Wenn wir einen Plan haben, fühlen wir uns sicher. Wenn wir keinen Plan haben, fühlen wir uns beobachtet. Als würde das Schicksal nur darauf warten, uns in den Rücken zu fallen, weil wir unvorbereitet sind. Ohne Plan ist der Deutsche schutzlos gegen die Unwägbarkeiten der Existenz. Wir brauchen die Struktur wie die Luft zum Atmen. Kommen wir zum Thema Urlaub. Das ist die Königsdisziplin der Planung. Der Rest der Welt entscheidet im Mai, wo er im Juli hinfährt. Ein Spanier denkt vielleicht im Juni, Mensch, das Wetter ist schön, lass uns an den Strand fahren. Süß.
Der Deutsche? Der Deutsche bucht im August 2024 seinen Urlaub für den Sommer 2026. 2 Jahre im Voraus. Warum machen wir das? Es gibt dafür ein deutsches Zauberwort, der Frühbucherrabatt. Aber eigentlich geht es nicht um das Geld. Es geht um die Vorfreude. Die Vorfreude ist in Deutschland eine ernstzunehmende, fast schon schmerzhafte Disziplin. Wer seinen Urlaub 2 Jahre im Voraus plant, kann 2 Jahre lang darüber reden. Er kann Karten studieren, die Hotelbewertungen auf 5 verschiedenen Portalen vergleichen und, ganz wichtig, die Ausrüstung kaufen. Du kannst doch nicht im Jahr 2026 nach Mallorca fliegen, wenn du nicht schon heute die passende, atmungsaktive Strandtasche mit integriertem Kompass und UV-Schutzgewebe gekauft hast. Wir kaufen Wanderstiefel für Wege, die noch gar nicht gebaut wurden. Wir kaufen Koffer, die wir erst in 24 Monaten packen werden. In deutschen Kellern lagern Ausrüstungen für Expeditionen, die erst im nächsten Jahrzehnt stattfinden. Wir planen nicht nur den Urlaub, wir planen die perfekte Version unserer selbst im Urlaub. Wenn du in einem deutschen Büro während der Mittagspause erzählst, ich habe noch keinen Urlaub für den Sommer gebucht, dann herrscht schlagartig Stille. Die Kollegen legen ihre Gabeln weg. Sie schauen dich mitleidig an. Sie denken, du hättest eine schwere Lebenskrise oder wärst kurz vor der Privatinsolvenz. Aber dann sind doch die guten Plätze am Pool alle weg, schreit die Kollegin aus der Buchhaltung innerlich. Für uns ist ein ungeplanter Urlaub kein Urlaub. Es ist eine logistische Katastrophe, die man hätte verhindern können. Ein deutscher Urlauber ohne Buchungsbestätigung ist wie ein Kapitän ohne Kompass. Er ist dem Untergang geweiht. Warum dieser Kontrollzwang? Warum können wir nicht einfach mal locker lassen? Soziologen nennen das Unsicherheitsvermeidung. Deutschland gehört weltweit zu den Ländern mit einem der größten Sicherheitsbedürfnisse. Wir wollen keine Überraschungen. Überraschungen sind in Deutschland meistens Rechnungen vom Finanzamt oder Baustellen auf der Autobahn. In der deutschen Seele ist der Gedanke verankert, wenn ich alles plane, kann mich das Schicksal nicht überraschen. Ein Plan ist wie ein massives Geländer an einer steilen Treppe. Man braucht es vielleicht nicht immer, aber es fühlt sich verdammt gut an, die Hand fest daran zu haben. Wir haben historisch so viel Chaos erlebt, dass wir beschlossen haben, nie wieder ohne Ordner. Ein Aktenordner ist für den Deutschen das, was für einen Ritter der Schild war. Der Deutsche hat die Entscheidung für den nächsten Schritt bereits vor 3 Monaten getroffen. Und wenn nicht, hat er einen Backup-Plan für den Fall, dass er keinen Plan hat. Das ist keine Zeitverschwendung. Das ist Risikominimierung. Effizienz bedeutet für uns, heute den Schweiß sparen, den man morgen durch Hektik hätte. Wir hassen Hektik. Hektik ist ein Zeichen von mangelnder Vorbereitung. Wir analysieren jedes Risiko so lange, bis es keine Lust mehr hat, einzutreten. Wir verbringen 80% unserer Zeit mit der Planung, damit die restlichen 20% perfekt aussehen. Vergleicht das mal mit den USA. Dort sagt man, fail fast, learn faster. In Deutschland sagen wir, plan so gründlich, dass ein Scheitern statistisch unmöglich ist. Das Ergebnis ist meistens perfekt, aber bis wir anfangen, ist der Rest der Welt schon 3-mal fertig und wieder pleite. Aber das ist uns egal. Unser Projekt läuft nach Plan und der Plan ist laminiert. Das gibt uns eine Ruhe, die man im Ausland oft als Arroganz missversteht. Aber es ist eigentlich nur die Erleichterung darüber, dass Spalte B in der Excel-Tabelle grün leuchtet. Leute, Hand aufs Herz. Habt ihr schon euren Urlaub für nächstes Jahr geplant? Oder seid ihr eher Typ, ich stehe am Flughafen und schaue, wo noch ein Platz frei ist? Wenn letzteres der Fall ist, wie überlebt ihr in Deutschland? Schreibt mir eure Überlebensstrategien. Habt ihr schon mal versucht, spontan eine deutsche Behörde zu besuchen? Spoiler, tut es nicht. Ohne Termin bist du dort höchstens ein Hindernis für den Bodenwischer.
Bevor wir gleich zum Café-Termin-Terror kommen, ein kurzer Aufruf. Wenn ihr diesen Podcast hört und euch denkt, genau so ist mein Nachbar, dann gebt uns ein Like. Abonniert Deutschblitz Podcasts, teilt diese Folge in eurer WhatsApp-Gruppe, aber bitte vorher ankündigen, damit niemand von der Nachricht überrascht wird. Jedes Abo ist für uns wie ein perfekt ausgefüllter Urlaubsantrag. Es gibt uns das Gefühl, dass alles nach Plan läuft. Und jetzt zurück zur deutschen Terminkalender-Hölle. Reden wir über das Privatleben. In Brasilien, Kolumbien oder Italien sagt man, komm mal vorbei. Und dann kommen die Leute vorbei. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht bringen sie noch ihre Cousins mit. Man trinkt etwas, man lacht, die Zeit fließt wie ein warmer Fluss. In Deutschland ist Vorbeikommen ein bürokratischer Prozess, der einer Baugenehmigung für einen internationalen Flughafen gleicht. Ich wollte neulich einen alten Schulfreund treffen, nur auf einen Kaffee. Wir wohnen in der gleichen Stadt, vielleicht 10 Minuten voneinander entfernt. Ich rief ihn an. Er: Oh, Lukas, tolle Idee. Warte, ich hol mal den Familienkalender. Schatz, wo haben wir den Kalender? Ich hörte das Blättern von Papier am anderen Ende der Leitung. Es klang wie ein Sturm im Herbstwald. Er: Also, dieses Wochenende sind wir bei den Schwiegereltern. Am darauffolgenden Wochenende hat die kleine Sophie ein Flötenkonzert. Wie sieht es bei dir am Sonntag, den 22. September aus? Da hätten wir zwischen 15 Uhr und 16:30 Uhr eine Lücke. Passt das? Wir hatten Juni. Juni! Ich wollte einen Kaffee trinken, keine Niere spenden. Was passiert in diesen 3 Monaten? Werden wir dann noch die gleichen Menschen sein? Werden wir überhaupt noch Kaffee mögen? Das spielt keine Rolle. Der Termin steht. Er ist im Google-Kalender eingetragen, farblich markiert, blau für privat, rot für dringend. Wenn du diesen Termin jetzt absagst, weil du am 22. September vielleicht einfach keine Lust auf Kaffee hast, dann ist das Hochverrat. Eine Absage ohne ärztliches Attest oder einen mittleren Vulkanausbruch gilt in Deutschland als das Ende der Freundschaft. Wir nehmen Termine ernst. Ein Termin ist ein Versprechen. Wer einen Termin bricht, bricht ein Stück vom Fundament der Gesellschaft ab. Spontaneität ist hier keine Freiheit, sondern ein logistisches Problem, das wir mit Kalendereinträgen zu bändigen versuchen. Ich habe für diese Folge mit Juan aus Kolumbien gesprochen. Er arbeitet in einer Werbeagentur in Hamburg. Er erzählte mir, dass er am Anfang fast verzweifelt ist. Juan sagte: Lukas, in Kolumbien ist Zeit ein Fluss. Man schwimmt darin. In Deutschland ist Zeit ein Gefängnis aus kleinen Quadraten im Kalender. Ich dachte am Anfang, meine Kollegen hassen mich. Wenn ich fragte, wollen wir nach der Arbeit was trinken, sagten sie, ich muss mal schauen, ob das in meinen Plan passt. Ich dachte, was für ein Plan? Du gehst nach Hause und guckst Netflix. Welchen Plan brauchst du dafür? Aber dann begriff Juan das System. Er merkte, dass die Deutschen ihn nicht ablehnten. Sie hatten nur keinen freien Slot für ihn reserviert. In Deutschland existierst du nicht, wenn du nicht im Kalender stehst. Du bist ein Geist ohne Kalendereintrag. Juan hat jetzt eine brillante Strategie entwickelt. Er schickt seinen deutschen Freunden jetzt Outlook-Einladungen für ein Feierabendbier mit Agenda. Punkt 1: Ankunft am Tresen. Punkt 2: Bestellung des ersten Kaltgetränks. Punkt 3: Smalltalk über das Wetter und die Deutsche Bahn. Und wisst ihr was? Es funktioniert. Die Deutschen klicken auf Annehmen und kommen dann auch pünktlich auf die Minute. Die Magie des Moments existiert in Deutschland nur, wenn sie vorher ordnungsgemäß angemeldet wurde. Wenn ein Deutscher spontan sein will, dann plant er diese Spontanität für nächsten Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr ein. Das ist unsere Version von Wildheit. Wir lassen die Sau raus, aber nur mit Terminbestätigung und wetterfester Kleidung. Wir planen ja nicht nur den Termin an sich, wir planen die Vorbereitung auf den Termin.
Das ist wie eine russische Matroschka-Puppe der Planung. Ein Plan innerhalb eines Plans innerhalb eines Plans. Wenn man in Deutschland ein Haus baut, braucht man einen Plan für den Bau, einen Plan für die Finanzierung und einen Plan für den Fall, dass der erste Planer krank wird. Wenn ein Deutscher zu einer Wanderung einlädt, schickt er 2 Wochen vorher eine Liste mit der benötigten Ausrüstung. Das ist kein Vorschlag, das ist ein Befehl. Festes Schuhwerk, Kategorie B, mindestens knöchelhoch, 1,5 Liter Wasser, still, wegen der Kohlensäuregefahr beim Aufstieg, Müsli-Riegel, bitte ohne Schokolade, wir haben laut Wetterbericht 22 Grad, Schmelzgefahr, ein Ersatz-T-Shirt wegen der Transpiration. Wir kalkulieren das Scheitern mit ein. Wir haben Pläne für den Fall, dass der Plan nicht funktioniert. Das nennen wir Eventualitätenplanung. Und das Gipfeltreffen dieser Kultur ist das Laminieren. Das Laminiergerät ist der heilige Gral der deutschen Haushalte. Wenn ein Plan laminiert ist, ist er unbesiegbar. Er ist wasserfest, reißfest und wahrscheinlich überlebt er auch einen Atomangriff. Wenn die Welt untergeht, werden Archäologen in 2000 Jahren nur laminierte deutsche Wanderkarten finden, die immer noch wie neu aussehen. Hier werden sie sagen, hier lebte ein Volk, das wirklich vorbereitet war. In den USA sagt man Improvise, Adapt, Overcome. In Deutschland sagen wir Plan, Laminier, Dokumentier. Es gibt uns ein Gefühl von Unsterblichkeit. Wenn ich meinen Speiseplan für die nächsten 2 Wochen laminiert an den Kühlschrank hänge, dann hat der Tod keine Chance. Ich kann nicht sterben, ich muss am Mittwoch noch Königsberger Klopse essen. Das steht so im Plan. Und ein Plan ist in Deutschland stärker als die Naturgesetze. Wer den laminierten Plan bricht, bricht das Universum. Ist das alles verrückt? Ja. Absolut. Ist es anstrengend? Oh Gott, ja. Aber Planung ist in Deutschland die höchste Form von Respekt. Wenn ich mir einen Slot für dich freihalte, dann sage ich damit, du bist mir so wichtig, dass ich mein wertvollstes Gut, meine Struktur für dich öffne. Wir schenken euch keine Zeit, wir schenken euch einen Slot. In einer Welt, die immer chaotischer wird, in der sich alles ständig ändert, ist der deutsche Terminkalender der letzte Fels in der Brandung. Vielleicht wissen wir nicht, was in der Weltpolitik morgen passiert, aber wir wissen zumindest, was wir übermorgen um 12:15 Uhr essen werden. Und dieses Wissen gibt uns den Frieden, den andere durch Meditation oder Yoga suchen. Wir suchen unseren Frieden in Spalte C der Excel-Tabelle. Wir planen uns glücklich. Wer braucht schon Erleuchtung, wenn er eine ordentliche Ordnerstruktur hat? Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart bei dieser therapeutischen Sitzung über deutschen Planungswahn. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Lust bekommen, euren Kalender für die nächsten 3 Jahre auszufüllen. Oder ihr ruft einfach mal jemanden völlig unangekündigt an, nur um zu hören, wie er am anderen Ende der Leitung in eine Panikattacke verfällt. Das ist ein großer Spaß, glaubt mir. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wenn ihr das jetzt nicht tut, verschiebt es sich in eurem Plan wahrscheinlich auf das nächste Quartal. Und das wollen wir nicht riskieren. Gebt uns ein Like, schreibt einen Kommentar. Gerne mit Datum und Uhrzeit, damit wir ihn pünktlich lesen können. Und was kommt in der nächsten Folge von Deutschblitz Podcasts? Wir haben heute über Pläne gesprochen, aber was passiert, wenn man diese Pläne offiziell machen will? Wenn man versucht, dem Staat mitzuteilen, dass man existiert, dann treten wir ein in das dunkle, staubige Herz der deutschen Existenz. Ein Ort, an dem Träume sterben und Aktenordner geboren werden. Das Thema beim nächsten Mal: der deutsche Bürokratiewahnsinn.
warum wir in diesem Land 3 Formulare, eine beglaubigte Kopie und die Blutgruppe unseres Urgroßvaters brauchen, nur um die Erlaubnis zum Atmen zu beantragen. Ich muss dafür jetzt erstmal den Antrag auf Sendezeit ausfüllen, in 3-facher Ausführung, und ihn persönlich beim Amt für Podcast-Angelegenheiten abgeben. Drückt mir die Daumen, dass ich den richtigen Stempel bekomme und die Sacharbeiterin gute Laune hat, also soweit das bei deutschen Beamten möglich ist. Macht's gut, bleibt organisiert und atmet bitte nur, wenn ihr das passende Formular A38 dafür habt. Bis zum nächsten Mal bei Deutschblitz. Tschüss! Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.